2020er Sauvignon Blanc aus dem Gartenleih vom Weingut Mark Joosten. Ihr solltet diesen Wein auf jeden Fall trinken, wenn ihr wissen möchtet, wie Sauvignon Blanc aus einer Einzellage vom Mittelrhein schmeckt, weil das super exotisch ist. Mark Joosten ist eigentlich einer der wenigen oder vielleicht sogar der einzige Winzer am Mittelrhein, der Sauvignon Blanc vinifiziert. Ihr solltet diesen Wein trinken, auf jeden Fall, wenn ihr Sauvignon Blanc-Fans seid, weil es euer Repertoire und euren Kosmos nochmal ganz anders erweitern wird. Und nichtsdestotrotz ist dieser Weißwein, den ihr auch sehr gut mit Steak kombinieren könnt. Also wenn ihr Freunde habt, die keinen Rotwein mögen und ihr gerade den Grill anhabt, dann ist das hier eure erste Wahl. Ganz klar, also in der Pfalz würde man sagen, diesen Wein kann man auf jeden Fall alleine trinken. Und Mark Joosten empfiehlt es an der Stelle auch. Aber dieser Wein hat Kraft, der hat Power. So, da ist ordentlich viel Komplexität und Tiefgang dahinter. Das heißt, wir können den an dieser Stelle natürlich auch sehr gerne mit Fleisch kombinieren. Ich kann mir das zum Beispiel gut vorstellen mit einem Rindersteak, vielleicht aus der Hüfte geschnitten, was lange gereift ist, relativ kurz gebraten wurde und durch den Maillard-Effekt eben dann diese schönen Röstnoten hat, wo der Sauvignon Blanc sich so draufsetzen kann. Wenn man dazu dann grünen Spargel mit einer Hollandaise macht, dann ist das, denke ich, ein sehr gutes Pairing, weil eben die Hollandaise auch durch die Butter und das Ei so eine gewisse Cremigkeit in der Textur hat, aber durch die Zitrone, und da würde ich dann in dem Fall ein bisschen mehr Zitrone reinmachen, eben auch eine sehr schöne Frische, die der Sauvignon Blanc an dieser Stelle natürlich auch aufgreift. So. Mit Fisch geht das eben auch, aber da würde ich dann nicht so einen zarten Fisch nehmen wie eine Forelle oder so, sondern vielleicht eben auch auf was Fetteres gehen an der Stelle. Vielleicht eventuell so etwas wie ein Wolfsbarsch oder was ich mir halt auch vorstellen könnte, wäre ein Kabeljau. Wir haben hier jetzt schon ein eher kräftigeres Gelb, was wir zum einen mit mehr Reife, aber zum anderen eben auch mit einem längeren Hefeausbau, eventuell auch Holzausbau in Verbindung bringen können. Riechen wir mal rein. Hier ist auf jeden Fall Holz im Spiel. Und was jetzt schon auffällt, dieses Primärfruchtige, was Sauvignon Blanc sonst mitbringt, dieses Johannisbeerige, das ist hier mehr im Hintergrund. Obwohl 2020 ja auch ein warmes Jahr war, was ja eigentlich auch immer sehr fruchtfördernd ist. Das ist jetzt aber eben in diesem Fall auch gerade das Interessante daran, weil wir hier so neben so zitrischen und Eukalyptusnoten riechen wir hier auch so Honig, so ein bisschen was ich auch immer so mit Sahne, Molke verbinde, und das sind auch Dinge, die ganz klar auch auf einen langen und intensiven Hefekontakt hindeuten. Jetzt haben wir hier nochmal das Holz, was aber sehr gut eingebunden ist. Alles in allem präsentiert sich der Wein natürlich auch eben für das warme Jahr 2020 entsprechend auch sehr offen schon. Probieren wir mal. Am Gaumen dann von der Textur her sehr seidig, schöner Schmelz da, aber trotzdem eine präsente Säure, auch trotz des warmen Jahres. Wir haben hier dann die Johannisbeernoten präsent da. Die Schiefermineralik ist auch auf jeden Fall da. Alles in allem fügen sich die einzelnen Bausteine wie so ein Puzzle sehr gut zusammen. Ich nehme noch mal einen Schluck. Dieser Schmelz, der durch den intensiven Hefekontakt entstanden ist, der gibt dem Schiefer jetzt plötzlich so eine Eleganz und nimmt dem dieses Schroffe, hebt den sozusagen wie auf so ein Podest drauf. Das ist sehr, sehr gut gelungen hier an der Stelle. Chapeau. Auf jeden Fall großer Wein. Der Wein ist von Hand gelesen, um eben eine Sorgfalt an den Tag legen zu können, auch schon im Weinberg, bevor die Trauben ins Weingut kommen, und sicherzustellen, dass das, was ankommt und benutzt wird, wirklich von erster Klasse ist. Schonend abgepresst und danach spontan vergoren, also eben nicht durch Zugabe künstlicher Hefen, sondern nur mit den natürlichen Hefen vergoren.
und dann in jungen Barriques für 20 bis 30 Monate auf der Vollhefe ausgebaut. So, das heißt, wir haben hier einen sehr langen, sehr aufwendigen Prozess, bei dem immer wieder kontrolliert wird, dass nichts schief geht und der letztendlich auch dafür sorgt, dass der Wein hier diese Komplexität und auch diesen Schmelz, den er hat, dann mitbringt. Sehr schön. Der Wein kommt vom Mittelrhein, genauer aus dem Bereich Loreley, aus dem Ort Leutesdorf und der Einzellage Gartenley. Die Gartenley ist, oder die Parzellen, die Mark Josten in der Gartenley hat, sind relativ hoch gelegen. Das heißt, dadurch ist es der kühlste Teil eigentlich der Lage, wo immer wieder auch Wind durchgeht, was vor allen Dingen gut ist, wenn Niederschlag oder so herunterkommt, weil der Wind dann die Trauben schnell wieder abtrocknet und so Fäulnis entgegenwirkt. Dominierend im Boden ist an dieser Stelle Schiefer, wie eben eigentlich überall in Leutesdorf. Und diese Lage ist auch die sozusagen mit 13 Jahren jetzt die älteste Sauvignon Blanc Lage, über die sowohl das Weingut Mark Josten als auch das Anbaugebiet Mittelrhein verfügen. Denn Mark Josten war der erste Winzer, der am Mittelrhein Sauvignon Blanc gepflanzt hat. Aus einer Idee heraus, als er mit seiner Weinbautechnikerklasse in der Steiermark auf Klassenfahrt war und sich gesagt hat, das ist so toll, was die Jungs hier machen, das möchte ich auch tun. Und auf der anderen Seite ist es auch der erste Sauvignon Blanc, den Mark Josten und das Weinbaugebiet Mittelrhein überhaupt in den Verkauf gebracht haben, was eigentlich eine ganz lustige Story aus einer wirtschaftlichen Sicht ist, weil man natürlich normalerweise mit neuen Rebsorten erstmal im Gutsweinbereich anfängt und klein rumprobiert. Tatsächlich war es aber so, dass die ersten Weine, die Mark Josten gemacht hat mit Sauvignon Blanc, direkt aus dem Gartenley kamen und der erste Sauvignon Blanc vom Mittelrhein dann damit schon mit 30 € in den Verkauf gegangen ist, was natürlich auch eine Ansage ist für eine neue Rebsorte oder eine untypische Rebsorte aus dem Anbaugebiet. (2020) war ein sehr warmes Jahr, dem schon einige trockene Jahre vorangegangen sind, was sich vielerorts in Deutschland vor allen Dingen daran gezeigt hat, dass Pflanzen sehr gestresst waren durch diese Trockenheit. Mark Josten hat damit vor allen Dingen im Gartenley weniger Probleme gehabt. Dennoch ist, und das ist das Tolle jetzt auch an dem Wein, den wir jetzt hier im Glas haben, obwohl er so jung ist, präsentiert er sich aufgrund des warmen Jahres schon sehr offen und zeigt, was er kann. Und das macht natürlich Spaß. Dennoch ist es so, durch den langen Hefekontakt, durch das qualitativ sehr, sehr hochwertige Traubenmaterial, was wir hier haben und nichtsdestotrotz auch wegen der schönen Säure, haben wir hier einen Wein, den man ohne Probleme noch 5 Jahre, 10 Jahre weglegen kann. Das macht sicherlich noch viel Spaß. Das Weingut Mark Josten ist ein sehr junger Betrieb, in erster Generation von Mark Josten und seiner Frau Annika geführt. Das Weingut gibt es seit 2011. Es verfügt über 9 Hektar Weinlagen, sowohl an der Ahr als auch im Mittelrhein, was bei so kleinen und so nahegelegenen Anbaugebieten auch nicht ungewöhnlich ist. Rebsorten sind vor allen Dingen Spätburgunder und Sauvignon Blanc an dieser Stelle erwähnenswert. Spätburgunder als Pinot Noir natürlich an der Ahr sehr, sehr wichtig. Das Weingut hat eben auch ein bisschen Frühburgunder und andere Rebsorten, aber der Sauvignon Blanc vom Mittelrhein ist vor allen Dingen als Besonderheit des Weinguts hervorzuheben, da es der erste Sauvignon Blanc vom Mittelrhein ist, den wir überhaupt kennen.